Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget, ja, und heute geht es einzig und alleine um diesen guten Kollegen hier, ja, um die Goldgrube, was damit los ist, was für Vorteile und was für Nachteile man später im Spiel hat und wie man das Ganze am besten lösen könnte und was das Ganze ist, das erfahren wir jetzt in diesem Video. Ja, heute wirklich nur einzig und allein um die Goldgruben-Problematik in Anführungszeichen, ja, denn eine wirkliche Problematik ist es zwar nicht, aber irgendwie schon, weil am Ende des Tages bekommt man natürlich mehr, aber es ist mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Und worum geht es genau? Nun ja, die Goldgrube ist ja jetzt auf Stufe 100 ja, steigerbar sozusagen und produziert umso mehr natürlich, umso höher die Stufe der Goldgrube auch ist. Das Ganze ist auch mit dem Level, ja, von einem selbst in Verbindung zu bringen, denn umso höher man im Level ist, umso mehr Gold produziert auch die Goldgrube, was gut ist, was aber auch problematisch gleichzeitig ist, denn umso mehr Gold diese Goldgrube produziert, desto schneller läuft die Goldgrube auch voll, ja. Es steigert sich zwar auch die Ablagerungskosten, also wie viel in die Goldgrube reinpasst, um 100.000 Gold, glaube ich, pro Stufe. Das steht aber nachher später nicht mehr im Verhältnis zu dem, wie oft man die Goldgrube abholen muss, bevor sie vollgelaufen ist. Ja, denn später, ich kann euch das nochmal ganz genau alles zeigen und ausrechnen, wird das Ganze ziemlich hardcore und man kann sich quasi alle paar Stunden den Wecker stellen. Ansonsten läuft diese Goldgrube hier über, was ziemlich schade ist und was auch ziemlich problematisch ist. Ja? Das ganze Thema hat hier der gute Strider im Forum, im internationalen Forum, mal angesprochen und hatte dazu mal ein paar Beispiele gebracht. Ja, er sagt hier zum Beispiel, es gibt ein paar Sachen in Shakes and Fidget von den Ressourcen her, die produzieren, die sind halt statisch, also die haben keine Abweichungen. Und zwar ist das hier die Stadtwache, die man alle 10 Stunden abholen kann. Und dann ist es einmal die Edelsteinmine, ja, wo man dann nur 6 Stunden und 15 Minuten braucht, bis man einmal abholt. So, dann gibt es welche, die halt sehr dynamisch sind oder die halt im stetigen Wechsel sind, zum Beispiel die Akademie. Ja, hier bei ihm, zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hatte, Stufe 522 war er da mit Level 20er Gebäude, produziert so und so viel und muss alle 12 Stunden abgeholt werden, bis es voll läuft, ja, oder bis es halt überläuft, deswegen muss es alle 12 Stunden abgeholt werden. Beim Seelenextraktor das gleiche, ja, da ist es ein bisschen besser vom Verhältnis her, aber auch hier wechselt es halt so ein Stück weit bis zu einem bestimmten Punkt und da muss er das alle 24 Stunden abholen, bevor es halt überläuft, also bis es vollgelaufen ist. Beim Gold-Pit, hier bei der Goldgrube, sieht das aber alles ein bisschen anders aus. Dadurch, dass man das auf Stufe 69 oder dass er das auf 69 jetzt schon mittlerweile hat und man das auf 100 steigern kann, ist natürlich die Produktionsrate viel höher. Und dadurch, dass das auch mit dem Level halt auch zusammenhängt, gut, ist bei den anderen Sachen, ist hier bei der Akademie jetzt auch so. Nur ist es halt hier so, dass er hier alle 4 Stunden das abholen muss, bevor es halt vollgelaufen ist. So, ne? Bei ihm produziert das 3,7 Millionen pro Stunde und die maximale Capability, also die, ich weiß, wie heißt das auf Deutsch? Lager irgendwas? Kosten, Gold, ja, weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie so. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, bis es halt jetzt sind es bei mir 13,6 Millionen, bis es halt vollgelaufen ist, also die Auffangkosten sozusagen, oder der Auffangbehälter, ja, ihr wisst, was ich meine, so, ne? Und das braucht bei ihnen halt hier 4 Stunden, bis es halt vollgelaufen ist und es wird halt immer schlimmer pro Stufe, ne? Und wir können uns das Ganze jetzt auch mal anhand unserer Stufe hier ausrechnen und was das alles noch werden kann im späteren Spielverlauf. Dazu haben wir einmal hier ein Tool, was entwickelt worden ist von Ma, ja, und das Ganze kann ich euch auch in die Beschreibung packen. Da gehen auf jeden Fall die Grüße raus, ja, Greetings to Ma21 from the blog. Hostia. Ja, und da kann ich euch mal hier zeigen, was er hier programmiert hat und wie das Ganze bei unserer Stufe aussieht. Zum Beispiel können wir jetzt mal, da geben wir jetzt mal, das ist halt so ein Kalkulator und da kann man sich das dann ausrechnen, da gibt man seine Statistiken, seine Werte ein.
dann spuckt er quasi das Ergebnis aus. Wir sind jetzt momentan hier Stufe 515, ja, haben einen Gildenbonus von 200%, haben beim Turm, Märchenturm, haben wir auch komplett besiegt. Da gebt ihr halt ein, wie weit ihr jetzt momentan gerade seid. Da sind wir bei 100 jetzt, den haben wir den Bonus. Falls ihr euch da unsicher seid, dann guckt hier am besten hier in eure Quest rein. Da seht ihr ja zum Beispiel Lehrmeister 200% bei XP und hier 200% haben wir Goldschatz hier bei der Gilde und 100% beim Turm. Ja, also das passt alles so. Und Tower-Bonus, dann können wir hier die Edelsteinmine auch ausrechnen und was das denn für Kosten hat. Oder besser gesagt, was das für, wie viel Geld das bringt pro Edelstein halt. Ne? Da sind wir jetzt gerade bei Stufe 51. So, dann geben wir 51 ein und bei mir gibt halt jeder Edelstein schon 10 Millionen. Egal, ob es ein kleiner, ein mittlerer oder ein großer Edelstein ist. Ne? Das wird dann hier auch noch unterschieden. Und jetzt kommen wir mal hier zur Goldgrube. Ja, hier haben wir noch Item Quality. Ich denke mal, das ist, ich gehe mal von aus, das ist die Toilette. Das müsste die Klo-Aura sein. Ich glaube ich zumindest, ja. Die ist halt bei mir auf Stufe 66. Und das Wichtigste, wo wir jetzt aber hier drauf eingehen wollen, ist halt die Goldgrube. Die ist bei mir momentan auf Stufe 51. Ja. Dann geben wir hier Stufe, warte mal, ist, ja, 51 und meine Edelsteine ist auch 51. Ja, okay. Zack, 51 und jetzt können wir das mal vergleichen. Hier anhand von der Produktionszeit Hourly Goldpit, also wie viel das die Goldgrube pro Stunde rechnet, also 2,597,776. Wir gucken mal drauf, wie viel ist es? 2,597,776 pro Stunde, also das stimmt hier auf den Punkt genau. Ja, und das ist ziemlich nützlich, das Ganze, denn anhand davon kann man jetzt hier sehen, die Gold Pit Time, also wie lange es braucht, bis bei mir persönlich das Teil hier vollgelaufen ist, also bis die Capability erreicht ist, also die 13,6 Millionen Gold, denn ab dem Zeitpunkt läuft es dann über und das braucht bei mir halt 5 Stunden und 14 Minuten, bis ich das abholen muss. Wenn ich mehr als 5 Stunden 14 Minuten warte, dann habe ich schon einen Goldverlust. So, und jetzt kann man natürlich, hier sieht man auch die Goldpit Capability, hätte ich jetzt gesagt, so scheißegal. Jetzt kann man halt hier rumprobieren. So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir sind jetzt Stufe, ja, wir gehen mal auf Stufe 530 und haben vielleicht, ja, dann sehen wir hier schon erstmal, hat sich hier schon was verändert von 515 auf 530. Da brauchen wir schon, also da produziert die natürlich schon 3 Mille und wir müssen alle 4 Stunden 28 Minuten abholen im Vergleich zu 15, was wir jetzt sind, ja, mit 2,6 Millionen und 5 Stunden 14, ja, und 30, so natürlich steigert sich auch in der Zeit, wo unser Level steigt, steigert sich natürlich auch unsere Goldgrube. Da können wir jetzt mal vielleicht eine 60er, oder vielleicht sind wir da schon 65 sogar, oder nee, vielleicht auf 60, ich weiß nicht ganz genau. Und dann steigt das Ganze natürlich noch viel weiter an. Und dann sehen wir hier, haben wir einen Goldpit von 14,5 Millionen und die produziert 3,5 Millionen Gold pro Stunde und muss alle 4 Stunden abholen. So, jetzt können wir das Ganze ja mal ausrechnen. Wir haben jetzt hier, der höchste Spieler momentan ist Bad News Run mit Stufe 569, ja. Dann können wir mal einfach hier hier eintragen, was der schon so ungefähr haben könnte. 569, so, das ist jetzt das höchste. Und das Goldpit muss natürlich auch noch angepasst werden. So, ne? Ich weiß nicht, was Bad News Run momentan für ein Goldpit hat. Allerdings kann man sehen hier bei Strider, der hat eine Goldgrube von 69. Ich weiß nicht, ob Bad News Run so weit ist schon. Ich weiß auch nicht, ob er mir das mal gesagt hatte. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 60, was machbar ist. Ich bin jetzt ja momentan noch nicht so weit, weil ich skippe das Teil auch nicht großartig, aber wenn man das ein paar Mal skippen würde, könnte man schon locker auf 60 sein. So, und was haben wir jetzt hier für eine Problematik? Er hat hier eine Produktion von 5,3 Millionen Gold pro Stunde, ja, und um das alles abzuholen,
muss er alle 2 Stunden 43 Minuten online gehen, um auf die Goldgrube zu kommen. So, und das Ganze geht natürlich viel weiter nach oben. So, und jetzt kommen wir mal zu dieser, ja, das ist halt die Problematik, die dabei entsteht, und das geht halt noch viel, viel weiter so. Könnte man jetzt zum Beispiel die Goldgrube von Strider nehmen, wir können ja mal auf 70 gehen, ja, dann ist das Ganze hier schon noch rapider. Und jetzt könnte man mal hier gucken, weil der Strider hatte nämlich auch hier was vorgeschlagen. The problem with the gold pit is with each level up of the gold pit, the max time to harvest goes down. So, das hatte er hier geschrieben. It would be nice to balance the max time until capacity. I would suggest 24 Stunden für die Akademie schlägt er hier vor, sowie für den Seelenextraktor und wie auch für die Goldgrube. So, also so ähnlich wie bei der Stadtwache, dass es halt so eine festen Zeiten gibt und keine, das nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Faktoren, sondern dass man da sagt, ey, man macht jetzt zum Beispiel die Akademie, dass die alle 24 Stunden voll läuft oder dass halt der Seelenextraktor 24 Stunden benötigt und das Goldpit auch alle 24 Stunden abholbar ist, damit man halt ja diese Problematik hier vermeidet. So, wir können ja mal ganz einfach mal rumspinnen. Das Maximallevel ist 100 von der Goldgrube. Und dann müsste er hier alle 2 Stunden sich das Ganze abholen. Dann ist man, wenn man das Goldpit auf 100 haben sollte, dann ist man auch locker schon, sagen wir mal, ich weiß nicht, ich schätze jetzt einfach mal, so, dann ist man vielleicht 590 oder so. Ja, dann ist man hier schon über den Wert Hourly Goldpit, hat man hier 10 Millionen. Und jede Stunde 51 Minuten muss man das abholen. Mal gucken, wie es auf Stufe 600 aussieht. 600, ja, okay, gut, ich glaube, viel weiter rechnet er das gar nicht mehr, ne? Ne, da ist nachher Schluss, da muss nachher dann weiter programmiert werden, aber ihr seht auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. So, und das Ganze ist natürlich noch ein bisschen weit entfernt, aber es steht uns bevor und deswegen wäre es auf jeden Fall cool, wenn man das Ganze irgendwie so machen könnte, dass man anstatt, sagt irgendwie, man hat hier, entweder man steigert halt die Lastkosten so, anstatt pro Stufe 100.000 vielleicht ein bisschen mehr zu machen dafür. Ja, aber das wäre auch cool, dann bei der Akademie dann das Gleiche irgendwie zu machen. Obwohl hier geht es halt deswegen, weil man vom Level her höher geht und die Erfahrung geht ja runter denn pro Level. Aber hier ist es halt genau andersrum, deswegen speziell die Goldgrube ist hier, glaube ich, das Problem und deswegen, ja, schlagen wir auf jeden Fall diesen Wunsch mal vor und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr von der Problematik haltet, was ihr vielleicht auch für Vorschläge habt dafür und da wollte ich auf jeden Fall euch mal in das Bilde der Problematik bringen und auf jeden Fall ziemlich interessant das Ganze und das soll es dann soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.